in Prodarica geschlafen. Es war super schön. Melina hat heute Morgen noch Frühstück gemacht, Kaffee. Und endlich gab es mal schnelles Internet. Und jetzt geht's auf das Split. Also ich bin glaube ich schon auf ihr drauf, aber mal gucken, ob die irgendwo markiert ist, weil die geht theoretisch mal auf überm Berg. Machen wir uns mal wieder auf den Berg. Hoffen wir mal, dass wir wenigstens mit der guten Aussicht belohnt werden. Die Zürich kann sich mal ein bisschen bewegen, ist auch nicht so schlecht. Das ist doch mal ein Ausblick. Ich gehe nämlich immer lieber in dörfliche Supermärkte als in der Stadt. Hier kann man das Fahrrad immer so stehen lassen. Okay, seit 97 Weltkulturerbe. Das ist eine Stadt, die wurde von den Römern erbaut. Schauen wir uns die Stadt mal an. Ganz schön voll hier. Can I paddle? Sure. How far have you gone so far? 3,000 kilometers. Wow, wonderful. It's hot here. Yeah, it really is. Das ist die Kathedrale, die größte der Stadt, die man hier sieht. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Häuser hier, muss man echt sagen. Das ist alles sehr weiß, das mag ich. So hell, freundlich. Das sind halt krasse Yachten hier auch. Ich habe jetzt heute ein bisschen Zeit vertrödelt. Ich habe auch ganz schön Sonnenbrand gekriegt. Nicht nur hier, auch an meinen Beinen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist richtig übel. Also die Sonne knallt hier. Es ist auch richtig was los hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es sind super viele Boote, haben jetzt schon angelegt. Natürlich ganz viele Leute zum Essen in den Hafen gekommen. Und für uns geht es jetzt nach draußen. Ich habe ein bisschen Internet genutzt hier in der Stadt. Und ja, meine Idee ist, dass wir heute draußen schlafen und bis kurz vor Split fahren. Und morgen soll es nämlich den ganzen Tag schütten, dass wir dann auf den Campingplatz fahren und dann halt quasi den Tag im Zelt verbringen. Und dann Montag kriege ich hoffentlich einen neuen Ständer für mein Fahrrad. Der ist schon per Post unterwegs.
weil ich kann das gerade nicht hinstellen, weil es ist gerade, ja, es gab ein paar Probleme und jetzt habe ich einen Ersatzständer, aber der hält nicht und von daher kriege ich hoffentlich am Montag einen neuen eingebaut und deshalb muss ich jetzt noch irgendwie ein bisschen Zeit verbringen. Und genau, da es morgen regnet, klingt es eigentlich auch ganz gut, mal einen Tag im Zelt zu haben. Turi, wo willst du denn hin? Wieder auf Entdeckungsreise? Ja, also wie man sieht, krass viele Yachten angelegt. Ich wollte mal 2 Gedanken loswerden und zwar auf der einen Seite hat Milena gesagt, viele Kroaten Hunde mögen und dass sie auch Hunde mag, aber dass sie nur keinen hat, damit er nicht in die Beete scheißt. Aber mir ist auch aufgefallen, dass sie Zuri auch überhaupt nicht streicheln wollte und die beiden Freunde abends die Bier waren die auch nicht und die mussten eher, also Zuri sollte dann in der Ecke liegen und dann musste sie leise sein. Und, also ich meine, das ist ja alles kein Problem, das kann sie ja auch. Aber ich habe schon gemerkt, dass es ein Unterschied ist. Ich habe hier auch sehe viele Leute, die Hunde irgendwie an der Kette haben und draußen und so. Also ich finde schon, dass sie eine ganz andere Beziehung zu Hunden haben und nicht so hundefreundlich sind wie jetzt die Slowenen oder die Italiener. Die sind ja richtig krass und die Schweizer ja auch. Und die super nett zu Zuri sind, das sind die ausländischen Touristen, die einfach ja, begeistert sind von Zuri, wo Zuri ja auch aufgeht und ihre Freude rauslässt und sich anschmiegt und küsst und keine Ahnung was. Das geht einfach bei den Kroaten auch gar nicht. Das war bei Zlatko ja genauso. Also der hat der Zuri auch eher so nebensächlich betrachtet als okay, Lebewesen ist da, reicht. Ja, hier ist der Flughafen von Split. Schon krass, wo andere hinfliegen. In keine Ahnung, 2-3 Stunden habe ich 3 Monate gebraucht, um hinzuradeln. Da kriegt man schon ein ganz anderes Gefühl für die Zeit. Aber es ist schön, ich präferiere meine Methode. Wenn man so viel unterwegs ist, was ich erlebt und gesehen habe. Wow, das Highlight war gerade, dass mich so ein Auto überholt hat und hier auf dem Bürgersteig ein Motorrad an mir vorbeigerast ist. Nur auf dem Hinterreifen, um das Auto auch noch mit zu überholen. Also hier erlebt man ja schon erstaunliche Sachen. Krass. Das hat mich irgendwie beeindruckt, aber es war auch beängstigend, von 2 Seiten gleichzeitig überholt zu werden. So, mal gucken, ob wir am Strand ein Plätzchen finden, was ein bisschen einsamer ist zum Schlafen. Wir haben jetzt noch vielleicht 15 Kilometer nach Split, das sollte ich morgen gut schaffen, bevor der Regen startet. Da hinten ist Split. Soll nicht fahrradfreundlich sein, aber das kennen wir von Kroatien ja allgemein schon. Ich habe ja echt noch gar keinen Fahrradweg gesehen, ich müsste mich echt dunkel dran erinnern. Gab es irgendwo einen? In der Stadt vielleicht? In Zadar vielleicht? Eigentlich nicht, ne? Ist schon übel. Oh, da ist die Dusche. Aber hier ist ja auch ein Campingplatz. Das ist praktisch am Strand, dass man tatsächlich hier immer Duschen findet. Die sind meistens sogar mit Solar warm gemacht. Also warmes Wasser. Das ist schon alles ziemlich zugebaut hier. Gar nicht so einfach. Oh, ich weiß nicht, ob das der perfekte Schlafplatz ist. An sich ist er nicht so schlecht, weil es geschützt ist. Weil hinten auch noch ein Weg vorbeigeht. Und hier ein Gebäude ist und hier das Meer ist. Das Blöde ist nur, Google sagt 50% Regenwahrscheinlichkeit schon heute Nacht. Und ich kann mich natürlich hier nirgendwo unterstellen. Das heißt, ich bin überlegen, nochmal weiterzufahren. Aber erstmal werde ich jetzt essen. So, jetzt schon gegessen und dann gucken wir mal. Ja, und die Lampe, das könnte halt auch echt sein, dass die nachts nicht ausgeht und dann habe ich die ganze Nacht hell. Das ist halt auch echt ungeil. So, wir sind jetzt noch mal unterwegs und irgendwie waren da doch so viele Menschen. Hier sind überall so viele Menschen, das ist echt windig. Also das ist gar nicht so einfach, was Gutes heute zu finden. Hier ist ein Yachthafen. Und dann habe ich den Wachmann gefragt, ob man hier gut schlafen kann. Und er meinte eigentlich nicht, weil hier der Durchgang ist zu einem Supermarkt, wo Leute halt nachts mal langlaufen. Der überlegt und dann hat er jetzt gemeint, dass ich bei ihm auf dem Nachthafen schlafen kann. Was voll gut ist, weil das ist quasi sicher, weil er drauf aufpasst bis morgens um 6. Dann hat er mir eine Ecke gezeigt am Hafen, wo ich schlafen kann. Meinte ich, ja, super cool. Und er hat bis 6 Uhr morgens Schicht. Meinte ich, ja, kein Problem, ich kann um 5:30 oder so ja dann gehen. Und dann habe ich mich da schon hingelegt. Und auf einmal höre ich so eine Stimme. Oh, hat sich Zuri mit irgendeinem so Typ direkt angefreundet, wie sie das da immer macht. Ja, dann kam der Typ zu mir und meinte, du doch nicht hier auf dem Boden schlafen kann. Ich habe doch ein Boot, komm doch auf mein Boot.
Und er schläft auch am Hafen, aber er schläft in einem Container. Jetzt haben wir Zuri auf ein Boot gehievt und er hat ihr noch Wasser gebracht. Und er meinte auch, dass ich morgen auf dem Boot bleiben kann. Mein Fahrrad gut geschützt. Der Sturm ist gekommen. Nach 3 Tagen Regen ist endlich die Sonne draußen und jetzt geht es weiter nach Split. Dann kriege ich hoffentlich einen neuen Ständer und dann geht es weiter Richtung Montenegro. Ich habe jetzt wirklich hier 3 Tage auf der Marina verbracht und das war wirklich richtig schön. Also gibt es hier super schöne Sonnenuntergänge, die man sich anschauen kann. Es gibt hier Kaffee, es gibt hier, naja, nur Männerduschen und Männertoiletten, aber das macht nichts. Ja, also war echt perfekt, hätte es echt nicht laufen können. Und Carlos ist auch super, super nett. Also, das ist echt gut. Städte Kroatiens zu kommen ist echt immer super anstrengend, weil man über die riesen Straßen fahren muss. Es gibt keine Fahrradwege, keine Chance. Man muss sich immer einschlängeln zwischen LKWs, die einen mal links und rechts überholen. Das ist ein echter Krampf. Also da muss Kroatien noch einiges tun, um ein bisschen fahrradfreundlicher zu werden. Ich habe eine Florentin, die ich getroffen habe, die meinte, dass sie über die Autobahn nach Split reinfahren musste, weil sie keinen anderen Weg gefunden hat. Und das ist halt natürlich ein No-Go als Fahrradfahrer. Das ist schon übel. Oh, seht ihr den ganzen Müll? Das ist so schade. Die ganzen Menschen ihre eigene Heimat so zerstören und so zumüllen. Das ist überall. Im Englischen gibt es dieses Sprichwort: Don't destroy what you came to enjoy. Ich meine, da steckt so viel Wahres drin und irgendwie kriegen wir es nicht gebacken. Das macht mich echt traurig. Seht ihr das? Hier gibt es zwar einen Fahrradweg, aber es gibt keine Möglichkeit, auf ihn drauf zu kommen. Die Bürgersteige sind so hoch. Das ist dann immer so falsche Planung. Echt schade. Die Straße ist schon fett. Da fühlt man sich echt wohl als Fahrradfahrer auf so einer fetten Kreuzung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es gibt ja echt verschiedenste Fahrradhaltungen. Die meisten Halterungen sind so wie diese Halterung, aber man kann nichts erkennen in der Sonne. Das ist richtig beschissen, weil man in der Stadt fährt und einfach keine Ahnung hat, wo man hin muss. Weil man nur im Schatten was erkennt. Und wenn die Straßen so dicke sind, ist es wirklich ein Problem, wenn man sich verfährt. Folgen möchte, heißt das manchmal verkehrt herum auf dem Bürgersteig eine Einbahnstraße reinzufahren. Das ist schon immer sehr spannend hier in Kroatien. Den ganzen Einbahnstraßen, die ich jetzt verkehrt herum durchfahren muss, laut Navigation, habe ich echt, dass mir kein Auto entgegenkommt. Manchmal ist das schon knapp, weil ich ja mehr Bereich wie ein Fahrrad bin. Ich hoffe, dass ich irgendwann auf eine Straße in der richtigen Richtung stoße. Okay, jetzt sind wir auf die Bundesstraße und zwar auf den mittleren Streifen. Oh, wie ich Fahrradfahren in Kroatien liebe! Das wird ein Spaß. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kommen sollen. Auf geht's! Ich finde es sehr interessant, dass diese ganzen Advertisements auf Englisch sind. Es gibt auch noch andere von Supermärkten, die heißen Shop Like the Locals. Das heißt, die sind alle ganz klar auf die Touris ausgerichtet. Sehr, sehr spannend. Boah, guckt euch mal die Touristen an. Wahnsinn, wie voll das ist.